hier erlebst du immer wieder kreative Überraschungen. Sei ganz herzlich gegrüßt zu meiner Fahrradwohnwagen-Camper-Serie Phoenix. Hier geht es vor allem darum, um Gewicht, um die Maße und die Kosten. Und dann gibt es noch die ein oder anderen Kleinigkeiten, die ich auch noch präsentieren werde. Viel Vergnügen dir beim Zuschauen und gute Inspiration wünsche ich dir. Und mittlerweile stand der Camper hier auch schon 5 Tage und Nächte draußen bei Regen und Wind. Und wie da die Regenprüfung hier ausgefallen ist, das wirst du auch hier im Video verfolgen können. An der Stelle möchte ich mich mal ganz herzlich bedanken für die ganzen vielen Kommentare, die Ideen, die Tipps, die ich erhalten habe von euch, von dir. Das freut mich wirklich sehr. Und ich finde, wie auch mal ein Kommentator gesagt hat, da ist auch die Ursprungsidee vom Internet wieder zu erkennen, dass man einfach wirklich sich mitteilt und Gedanken austauscht und so inspiriert und animiert und so einen großen Pool bildet hier im Internet von Kreativen und da einfach wirklich schöne Projekte hier ins Leben ruft. Also das freut mich wirklich, dass es sowas gibt und dass ich was dazu beitragen kann und dass ich auch von euch, von dir einfach wirklich viel da bekommen kann. Dankeschön dafür. Ja, nun stellt sich natürlich die ganz spannende Frage, wie viel wiegt denn mein Fahrradwohnwagen? Ich habe noch selber gar keine Ahnung. Ich schätze mal so um die 30 Kilo. Das ist zumindest meine Zielgröße. Plus, minus natürlich. Wenn er drunter ist, freue ich mich noch umso mehr. Wenn er drüber wiegt, naja, dann ist halt blöd. Sollte er sogar 40 Kilo wiegen, dann wäre es mir definitiv zu viel. Dann wiegt er so viel wie mein Alter. Dann habe ich damit schon mal keinen Vorteil gewonnen. Das finde ich auch einfach zu viel, um den dann zumindest mit Muskelkraft zu ziehen. Deswegen möchte ich so leicht wie möglich bauen und das wäre ideal leer, ohne Isomatten und Schlafsack schon mal bei 30 Kilo oder noch weniger zu landen. Deswegen werde ich jetzt hier mal auf die alte Alexanderwerke-Waage stellen. Die ist, denke ich, genau genug. Und dann mal schauen, wenn das denn geht, alles drauflegen, die Dächer, die Wände und so weiter und gucken, was die Waage anzeigt. Wobei ich den ja nicht ganz aufbauen kann, die Seitenwände hier reinstecken geht nicht. Aber ich kann die Seitenwände hier aufs Dach drauflegen. Genau, so machen wir es jetzt. Okay, Waage beiseite erstmal und Fahrradwohnwagen aufgebaut. So ist es ja auch schon mal eine Option zu fahren. Das werde ich ja eher selten benutzen, das Gästebett, die Erweiterung. Deswegen werde ich auch mal so das Gewicht jetzt hier festhalten. Und dann hängt es natürlich ganz davon ab von der Ausstattung, die ich mitnehme. Meinen kleinen Kühlschrank, die Küche und das ganze Equipment, Schlafsack, ob das ein Winter- oder Sommerschlafsack ist, gleiche Isomatte, habe ich eine ganz, ganz leichte Luftmatratze oder dann halt im Winter eine wirklich gute Isomatte. Das wird sich natürlich auch noch in den Kilos niederschlagen hier. Also hier steht jetzt meine alte Waage. Ich habe hinten jetzt auf der anderen Seite einen Klotz von der Höhe hier drunter gelegt, damit der Wagen nachher, wenn er auf der Waage steht, ganz gerade steht. Denn wenn er jetzt schief stehen würde, dann würde ja sozusagen das Lot aus dem Gewicht rausgehen und das Gewicht verfälschen. Also da bin ich jetzt genauer. Deswegen messe ich das jetzt so und an der Deichsel habe ich auch einen Holzklotz gleicher Höhe drunter gestellt, damit der Wagen einfach ganz gerade steht. Ja, ich bin jetzt richtig gespannt, was wiegt denn mein Fahrradwohnwagen letztendlich. Die Seitenwände habe ich jetzt oben drauf liegen und hier habe ich noch diese kleinen Platten für diese Aufstelltür. Die Dreiecke da ist drin, das soll ja alles mitgewogen werden. Isomatte, Schlafsack und so weiter habe ich jetzt nicht drin, weil das ist ja total variabel. Im Sommer werde ich eine andere Isomatte oder Schlafsack haben als im Winter. Deswegen variiert da das Gewicht. Das will ich jetzt einfach mal ermitteln. Was wiegt der fahrbereite Fahrradwohnwagen? Und dazu stelle ich das jetzt mal hier auf die Waage. Jetzt habe ich den Camper genau ins Wasser gebracht. Ich habe an der Deichsel noch eine Stütze angebracht mit einer Klemme, damit er wirklich ganz gerade steht. Nur dann, finde ich, ist das Gewicht wirklich genau oder exakt genug. Natürlich ist diese Waage nicht mehr unbedingt die exakteste. Die ersten Ermittlungen kann man das hier lesen. Also genau 16 Kilogramm. Hier 1, 2, 3. 1 ist 16 Kilogramm. Und jetzt messe ich die einzelnen Punkte und addiere die nachher. Und das ist dann das Gesamtgewicht. Jetzt wird es spannend. Weil das ist jetzt meine Logik, das habe ich letztes Mal falsch gemacht bei meiner Dreambox, dass ich die Deichsel, die Stützlast von der Deichsel vergessen habe.
Und es zählen ja alle Lasten, die auf den Boden drücken. Die addieren und dann kommen wir auf das Gesamtgewicht. Ist auf jeden Fall in meiner kleinen Werkstatt ein ganz schönes Gefriemel. Jetzt werde ich hier einen Holzklotz drunter setzen. Waage rausziehen. Nächstes Mal mache ich das im Freien, da wird es viel leichter sein, komplett aufgebaut. So. Weil ich jetzt hier gar nicht um den Wagen drumherum komme, muss ich unten drunter kriechen, um da die Waage zu wechseln. So, jetzt kommt der Holzdinger weg. Upsi. Ist die fast runtergefallen. Nachher liege ich hier unter meinem Wohnwagen begraben. Ach du Scheiße. Ach, das mache ich jetzt mal draußen. So, möglichst in die Mitte von der Waage. Gibt es da auch eine Verfremdung. So, er steht auf der Waage. Sieht man das hier? Da steht der Reifen auf der Waage. Und die Stütze hier auch. Da habe ich eine kleine Alustütze hingemacht. Das wiegt natürlich auch noch ein bisschen jetzt. Die Klemme auch. Aber das kann man ja ein bisschen abziehen. Jetzt kann ich mal das eine Rad hier wiegen. Ich filme es mal von hier. Sieht man das? Wie viel das wiegt? Ich sehe es jetzt nicht. Also, angenehm ist es ja hier nicht auf dem Boden von der Werkstatt, aber ich komme nicht anders aus Platzgründen dahin an die Waage. Jetzt habe ich mal ein Foto gemacht, weil ich das auch jetzt von hier aus nicht sehe. Jetzt schaue ich mal auf das Foto, wie viel der Wagen denn da drüben wiegt. Und zwar, so viel wiegt er jetzt da drüben. Ich kann es ohne Brille gar nicht lesen. Und dann kommt zu guter Letzt noch die Stützlast und die drei addiert ergibt dann das Gesamtgewicht von dem Fahrradwohnwagen. Ohne dem Gästebett, das werde ich dann nochmal separat wiegen und dazu addieren, was es dann komplett wiegt. So, das kriege ich erstmal hier wieder raus. Ich habe es so gemacht, sieht man das hier. Rad rechts, Rad links, Deichsel 3. Jetzt kommt die Deichsel dran. Was die wohl wiegt, das sind vielleicht 2 Kilo, die wir drauf lasten. Ich möchte mit natürlich im Wasser bleiben. Ja, 3,5 Kilo messe ich jetzt hier. Also dieses Gewicht hier dran, das wiegt schon 500 Gramm. Also sind wir bei ungefähr 3, einfachheitshalber 3 Kilogramm. Ist die Stützlast. Das heißt ganz einfach 32 und 3, 35. 35 Kilo, hey super. Ich hätte es gedacht vielleicht nur 30, aber 35 Kilo ist auch voll top. Und jetzt wiege ich noch, was die Gästebetterweiterung so wiegt mit den Wänden und dem Lattenrost. Da kommt natürlich auch nochmal eine Isomatte dazu, den Stützen und den Seitenwänden und dieser anderen Längswand, die ich da reinglätte. Jetzt habe ich hier die ganzen Einzelteile von meinem Gästebetterweiterung auf die Waage gemacht. Viele sind es ja nicht. Die Seitenwand ist ja vom Anhänger schon dran. Deswegen kommt da gar nicht so viel dazu. Hier sind diese 2 Bodenstützen und dieser Lattenbänderrost. Dahinter sind diese Wände, die habe ich einfach mal so angelehnt. Und dann schauen wir mal auf die Waage, was die zeigt. 4 Kilo. Also das sind jetzt hier nochmal 4,5 Kilo. Das heißt, wir kommen so summa summarum auf 40 Kilo Komplettgewicht der Fahrradwohnwagen mit dieser Erweiterung. Das ist doch top, oder? Das ist doch super, da kann man so Reisen unternehmen. Zu zweit, dann hat man einfach, einer zieht den Camper, kann man sich auch abwechseln. Der wiegt dann zusammen 40 Kilo. Natürlich kommt dann noch Isomatte oder Luftmatratze, Rucksäcke und Pipapo rein. Da wird natürlich das Gewicht steigen, aber ich finde, das Gewicht auf 2 Personen verteilt ist das echt akzeptabel. Und man kann sich ja abwechseln mit dem Wohnwagen ziehen oder der eine hat ein E-Bike, zieht den Fahrradwohnwagen, der andere nicht. Also gibt es ja viele Variationen, wie man dann so zumindest in den Urlaub zu zweit fahren kann. Also ich finde es eine sehr schöne, nachhaltige Alternative, mit dem Fahrradwohnwagen zu zweit auch in dem Fall unterwegs sein zu können und die Freizeit, den Urlaub zu genießen. Jetzt gibt es ja erstmal ein paar Nachbesserungen zu machen. Hier habe ich das ja mit dem Silikon abgedichtet und das hält überhaupt nicht. Im Kleingedruckten stand ja eben, dass es auf PP-Material nicht geht. Das merkt man jetzt hier auch, es wird gar nicht richtig hart, hält überhaupt nicht. Zum Glück jetzt
kann ich ganz leicht das wieder abfriemeln, abhobeln hier. Das werde ich jetzt machen. Und hier in den Ecken habe ich das auch drauf geschmiert zum Abdichten. Das hält auch nicht. Komm, alles wieder ab. Ja, sowas passiert halt, wenn man das Kleingedruckte nicht liest. Und gehört einfach für mich auch irgendwie dazu bei so einem Bau vom Fahrradwohnwagen. Dann habe ich hier auch eine Dichtung angebracht. Diese E-Dichtung, die baut viel zu hoch auf und die muss auch wieder runter. Sonst schließt dieser Klettverschluss gar nicht. Und das ist ja eigentlich meine Dichtigkeitsstelle hier. Wäre zwar schön gewesen, wenn ich da eine Dichtlippe, Dichtzone davor hätte anbringen können, aber es ist nicht der Fall. Das baut sonst zu hoch auf. Tja, das kostet mich jetzt zwar unnötig Zeit, aber was bleibt mir alles übrig? Pfuschen will ich nicht. Deswegen mache ich das Ganze jetzt hier wieder ab und ersetze es dann durch anderen Kleber, Dichtmaterial, was sich mit PP verträgt. Muss ich einfach mal schauen, was es da auf dem Markt gibt. Ansonsten nehme ich diesen grauen, bestelle den mal, den grauen Montagekleber von Mem, denn der hält er hier überall. Ein kleiner Trost, dass das so leicht geht hier. Wenn das jetzt eine ganz zähe Sache wäre, aber dann könnte ich es auch dran lassen. Ja, das ziehe ich alles wieder ab. Am Alu hält es vielleicht. Auf ein neues werde ich das jetzt hier verfugen und dann glätten. Da das erste Mal nicht geklappt hat mit diesem normalen Silikonkleber, der wurde ja gar nicht hart, weil er auf PP einfach nicht haftet und keine Ahnung, nicht reagiert. Jetzt mit diesem Montagekleber von Mem geht es doch irgendwie, dass es hart ist. Es hebt jetzt nicht super fest, aber es soll ja hauptsächlich dichten. Deswegen werde ich jetzt nochmal alle Fugen hier, die ich jetzt wieder abgepopelt habe, hier mit dem Mem, mit dem Grauen, diesmal habe ich jetzt gekriegt, endlich mal hier verfugen. Das Grau hier ist etwas heller, aber macht nichts. Hauptsache dicht. Mir geht es hier eigentlich gar nicht darum, eine Schönheitsfuge hinzukriegen. Einfach, dass hier keine Tiere reinkommen, keine Feuchtigkeit. So, das reicht mir schon an Schönheit. So, dann mache ich jetzt alle Fugen so durch. Ein Kommentator hat mir gesagt, das heißt hier glätten in der Fachsprache und davor verfugen, nicht verschmieren, wie ich es sage manchmal. Jetzt geht es hier um die Abmessungen von meinem Fahrradcamper. Wie groß ist der denn wirklich? Das messe ich jetzt hier alles mal aus. Und ich messe jetzt erstmal hier die Dimensionen von dem Koffer. Dann noch von diesem Ausstell-Gästebett Erker und danach noch die Maße über alles, also auch mit Deichsel. Da werde ich jetzt mal hier die Breite, die Länge und die Höhe messen, die Gesamthöhe auch. Und dann messe ich auch noch die Innenmaße, also wie lang ist das Bett hier, wie breit und wie hoch ist es hier drin. Die Außenmaße unterscheiden sich nicht wesentlich von den Innenmaßen, denn das Material baut ja immer so einen halben Zentimeter auf. Also kann man ungefähr einen Zentimeter abziehen von rechts und links, vorne und hinten. Dann hat man immer auch automatisch die Innenmaße. Das Dach steht hier ein bisschen über, damit der Regen auch besser abläuft. Und einfach aus konstruktionstechnischen Gründen habe ich das größer gemacht als das Innenmaß. Das ist jetzt hier bei meinem Fahrradklappanhänger ganz wichtig. Das ist ein vorgebendes Maß. Die Breite von dem Dach gibt auch gleichzeitig die Höhe von der Seitenwand an, denn ich kann sonst die Seitenwand ja nicht hier drauflegen. Dann würde die ja hier überstehen und mein Maximalmaß ist ja hier die Dachbreite. Und durch die Dachbreite vorgegebene Seitenwandhöhe hier reicht völlig, um aufrecht zu sitzen. Darauf habe ich natürlich auch geachtet. Ihr seht, ich kann hier aufrecht sitzen. Ich sinke ja auch hier ein bisschen ein in meinen Gurtbandlattenrost. Und ich habe jetzt selbst hier einen Hut auf, kann immer noch aufrecht sitzen, stoße nicht oben an. Ich bin jetzt 1,83 Meter, also mittlere durchschnittliche Größe und habe hier gut aufrecht Platz hier drin. Und jetzt Maß nehmen. Die Größe von so einem Fahrradwohnwagen hat ja auch einen ganz entscheidenden Einfluss auf den Fahrtwindwiderstand. Deswegen messe ich jetzt auch mal den Anhänger so im aufgebauten Zustand. So ist er ja auch optional zu fahren.
Und wenn natürlich stärkerer Wind ist, kann man den ja schön zusammenklappen, dann ist er einfach aerodynamischer und viel leichter zu ziehen. Das ist ja der große Vorteil von dem Faltfahrradcamper. Jetzt messe ich hier mal die Maße. Das Dach ist größer als der Koffer selber, das steht überall so einen Zentimeter über. Das messe ich jetzt mal die Gesamtlänge hier 1 Meter, fast 1,98 Meter und die Gesamtbreite 96,5 fast, 96,3. Das ist die breiteste Stelle hier. Der Koffer selber hat eine Breite von 93. Steht das alles auf dem Kopf? Ich kann es nicht umdrehen. Ich glaube, ich messe besser mit 2 Meter Maßen, sonst bin ich ständig am Rumklappen. So kann ich die immer ranhalten, welche Länge ich auch immer brauche. Das war die Länge, jetzt kommt die Höhe vom Koffer. Der Koffer hat eine Innenhöhe von 94 und eine Außenhöhe von 1 Meter. Natürlich sind die Maße von diesem Koffer völlig variabel. Ich habe es jetzt mal auf meine Körpergröße angepasst und ich habe den Fahrradcamper so kurz wie möglich gehalten. Das heißt, das Innenmaß ist jetzt hier gar keine vollen 2 Meter, wie ein Bett normal ist, sondern hier sind wir bei 80. Das sind ja knapp 1,95 Meter. Das reicht mir völlig mit meiner Körpergröße von 1,83. Ich liege so oder so selten ganz gerade ausgestreckt. Das würde dann hier vielleicht diagonal gehen. Ich kann die Diagonallänge mal messen. Dann wären wir hier bei über 2 Metern. 2,24 Meter sowas, ja. Was ist noch entscheidend? Die Bettbreite. Die Gesamtbreite ist hier drin 93 cm. Also innen 93 cm breit, finde ich ein ganz ordentliches Maß. Ich habe hier natürlich bei der Breite an der Seite zusätzlichen Stauraum oder eben auch Bewegungsraum. Also ich habe hier drin gefühlt einen viel größeren Raum, als wenn der jetzt hier nur diese 66,5 wäre. So habe ich ja wirklich die 93 cm als Wahrnehmung hier für mich zur Verfügung. Und auch zum Bewegen natürlich. Das macht schon einiges aus. Also das Raumgefühl ist echt groß hier drin. Übrigens, diese Schrauben, die rosten jetzt schon nach 4 Tagen Regen draußen stehen. Diese Metallschrauben, die taugen also weniger. Also die Gesamtlänge der Box hier außen ist ungefähr 1,96,5, also ein Zentimeter mehr als innen drin natürlich. Und hier stückele ich das jetzt an. Wenn ich jetzt hier ein Lot runterfälle, dann komme ich auf 2,51 Meter, 2,52 Meter Gesamtlänge. Cool kurz finde ich. Mein alter Camper, der war ja schon viel länger, da war schon die Dachbox, glaube ich, 2,35 Meter und hier ist der ganze Anhänger mit Deichsel nur 2,52 Meter. So, und jetzt interessiert mich noch die Gesamthöhe. Der steht hier im Wasser. Und dann kann ich das jetzt hier an dem Dach messen. Ja, also nicht mal 1,28, 1,27,4,3 sowas. Jetzt kommt ja noch der Anbau, wie groß der hier rausragt. Da messe ich einfach nur, wie breit dieser Lattenrost ist. Der gibt ja die Breite vor sozusagen. Und die Wände bleiben ja die gleichen. Das Bett ist 60 breit und ja, fast 1,90. Das Bettmaß vom Gästebett ist jetzt 1,90 Meter auf 60 breit und der Erker, das heißt, der Anhänger wird nochmal breiter zu den 93. Also der Anhänger hatte mit dem Gästebett, mit dem Erkeranbau eine Breite von diesen 93 plus 60,5, das heißt 1,53,5. Das ist die Gesamtbreite aufgebaut. Und die Höhe, alles bleibt ja gleich, die Breite auch. Was gibt es jetzt noch zu berücksichtigen? Wie hoch ist die Bodenfreiheit? 27. Diese Bodenfreiheit ist jetzt nicht so hoch, das kann man aber noch optimieren hier. Das wäre jetzt bei der Stütze 19 oder 18,5. Ja, da kann es schon sein, dass man schneller aufsitzt. Man könnte das jetzt hier noch optimieren und diese Halterung ein bisschen kürzen. Und ich habe es hier auch einen Zentimeter rausstehen. Das könnte man noch so 1-2 Zentimeter hochschieben, dann hätte man noch ein bisschen mehr Bodenfreiheit hier. Hier ist ja diese senkrechte Vorderwand oder Rückwand. Die sind ja baugleich. Und der Rahmen unten, die sind jetzt hier verbunden über diese Querstangen. Und da habe ich jetzt doch Bedenken bekommen, ob das hier nicht
zu schwach werden könnte, weil der Hebel, der hier drauf wirkt, ist doch recht groß durch diese Front- und Rückwände. Auch während der Fahrt gerade. Ich möchte ja auch, dass der im aufgebauten Zustand optional benutzt werden kann, der Anhänger. Da habe ich mir jetzt einfach überlegt, ich werde hier noch Winkel einsetzen, damit es noch eine zusätzliche Versteifung gibt. Die hier einfach so reinsetzen. Aus einem L-Profil habe ich mir hier so einen Winkel gerichtet. Die werde ich jetzt hier einfach mit Nieten hier reinsetzen. Hier ist ein bisschen schwierig. Hier kann ich nicht reinnieten, denn hier läuft ja diese Schiebestütze, dieser Standfuß geht hier drin. Das muss also ganz frei bleiben, aber hier ist ein rechter Winkel drüber und da kann ich ganz in der Ecke hier drin reinnieten. Kann ich mal vielleicht von oben zeigen. Hier ist eine kleine Lücke hier drin und von da kann ich praktisch die Niete vorsichtig hier reinsetzen, ohne dass sie das Rohr trifft. Natürlich darf das Ganze auch nicht rausdrücken hier durch die Niete, denn das Rohr ist ja nur hier oben geschraubt und alles andere ist einfach geklebt. Das hält an für sich sehr gut, nur wenn da jetzt eine Niete das rausdrückt, könntest du es dann doch irgendwie wieder verbiegen. Dann würde der Schiebestütze nicht mehr so sauber frei laufen hier drin oder aber das wird es auch wieder lösen, hier den Kleber. Das habe ich vorher aufgeraut mit 120er Schmirgelpapier, hier auch und natürlich alles mit Spiritus abgewischt, dass das fett- und staubfrei ist. Einfach so verteilen, dann ist es ganz gleichmäßig aufgetragen. Es braucht auch gar nicht so dick sein. Dann kriegt man das relativ gleichmäßig hin. Das hat ja hier nur eine ganz kleine Stützfläche, worauf sich dieser rechte Winkel hier stützen kann und das ist nicht stabil genug, das verformt sich oder schlägt gar aus auf Dauer und deswegen verstärke ich das jetzt hier. Ich tue da manchmal so ein bisschen hin und her, wackeln mit dem, dann tut es das gut verteilen. Hier sieht man, wie es sich bewegt und genau das kann ich jetzt damit einschränken. Kleiner Tipp hier von mir, ich bin ganz dankbar über diesen abgebrochenen Meterstab. Den kann man für so kleine Messungen viel besser verwenden, als immer dieses Riesending damit rum zu klappen. Ja. Ja. Viel stabiler. Kommt der Kleb rausgequetscht. Gutes Zeichen. Und das ist der gute Power Mem Montagekleber. Das gefällt mir. So, jetzt kann ich hier ruhig schlafen mit den Winkeln, die ich jetzt hier angebracht habe. Das war so eine mögliche Schwachstelle. Das ist, glaube ich, wirklich eine solide Sache. Stabil und sieht auch noch optisch ganz gut aus, finde ich. Die Kosten von dem Phoenix Camper hier, die hängen natürlich auch ein bisschen von der Ausstattung ab. Ich werde hier unten eine Auflistung machen von den ganzen Teilen, von den Kosten und hier im Video eine kleine Darstellung von den Kosten, ohne den Anspruch zu haben auf Vollständigkeit und fehlerlos zu sein. Alrighty, ich nehme jetzt hier mit meinem neuen Smartphone auf. Das alte hat ausgedient, nach 7 Jahren Betriebszeit, funktioniert immer noch, Akku, alles super top. Nur die Kapazität mit 16 GB oder Megabyte ist zu klein. Da passt die neue App nicht drauf von meinem Insta360 Kamera, deswegen habe ich mir jetzt hier ein neues gekauft und teste das jetzt gerade hier. Record, damit du eine gute Tonqualität hast, nehme ich auch alles hier noch mit dem externen Mikrofon auf. Denn die Mikrofone hier an der Kamera, ich habe da zwar schon Rode dran, aber die sind immer auch ganz vom Abstand abhängig oder von der Richtung. Wenn ich wegrede, ist es leiser, als wenn ich zu dir hinrede. Deswegen, damit du eine Top-Tonqualität hast, probiere ich das jetzt hier mal mit diesem Equipment aus, wie das so ankommt. Und natürlich muss ich das alles synchronisieren, damit der Ton übereinstimmt mit meinen Mundbewegungen. Mein Fahrrad Phoenix Camper hat hier die erste Regentaufe hinter sich. Hier ist eine kleine Pfütze oben drauf, aber es läuft dann hier immer ab. Mehr Wasser bleibt hier nicht stehen.
Der Regen war vorhin viel stärker und auch Wind dabei, so dass es auch hier alles an die Seite, an diese Kante auch vor allem gekommen ist. Ich habe jetzt hier noch gar nichts extra abgedichtet und ich erwarte jetzt auch gar nicht, dass das alles innen drin dicht ist. Das werden wir jetzt gleich mal nachschauen. Hier ist alles ordentlich nass. Hier das Lüftungsgitter, die Scheiben, das geht gut hier, die sind ja von innen verklebt. Da bleibt hier auch nichts groß stehen. Der spannende Moment jetzt, hier die Tür aufmacht. Wie sieht es drinnen aus mit dem Regen? Hier hat man ja sein Dach über dem Kopf. Hier tropft es an der Seite runter, aber nicht hier irgendwo an der Tür. Hier ist alles super dicht. Kann da nichts erkennen und hier, jetzt tropft es hier rein. Aber wie man hier gut sieht, ist diese Klettband hier, das Flauschband, eine Wassersperre. Hier ist alles total trocken. Hier ist ein bisschen nass. Gucken wir mal hier die Ecken an. Also hier kann ich nichts erkennen. Hier oben ist so oder so trocken. Hier, da ist kein Wasser. Hier an den Scheiben so oder so nicht. Also hier auch diese Fuge. Alles dicht. Klasse, super genial. Es sieht alles dicht aus. Die Lüftungsgitter natürlich auch. Ich kann hier kein Wasser erkennen, obwohl ich noch gar nicht alle Dichtungsmaßnahmen unternommen habe. Hier geht es runter. Da ist dann das Moskitonetz hier unten. Von unten kommen dann also keine Mücken hoch, aber Luft. Gute Durchlüftung. So sieht es hier unten drunter aus. Ja. Radkästen hier. Nee, also ich kann jetzt hier nirgendwo Nässe entdecken. Das heißt, er hat die Regentaufe bestanden, mein Fahrrad-Klappcamper. Und durch den Wind ist er wirklich hier an die Seitenwände herangedrückt worden. Ist natürlich nicht das gleiche wie bei der Fahrt, wenn hier permanent von vorne der Regen reindrückt. Aber jetzt mit dem Wind und mit dem Dauerregen ist alles dicht geblieben. Also super, bestanden hier mein Fahrradwohnwagen. Aber ich freue mich schon so riesig, wenn ich hier drin mal übernachte bei Regen. Ich finde es total urgemütlich, so einen kleinen Schutzraum um sich herum zu haben. Und hier drin machst du dir was zu essen oder einen heißen Kakao oder Kaffee oder was auch immer. Dein Essen. Und draußen kannst du rausgucken in die Natur. Soweit so cool, mein Camper hier. Es bewährt sich wirklich das Konzept Klappwohnwagen, kann man doch umsetzen und auch dicht kriegen. Also gerade hier hatte ich ja Bedenken, dass es hier bei diesen Kederschienen, Kederleisten reinläuft. Aber ich kann jetzt hier gar nichts erkennen. Auch nicht hier in der Ecke, wo der Wind den Regen dagegen gedrückt hat. Das ist nicht mal feuchtes Klettband hier, alles total trocken. Ja, da bin ich ja schon mal guter Hoffnung und erleichtert, dass das alles so, wie ich mir das überlegt habe, hier umzusetzen ist mit diesem Klapp-Falt-Fahrradwohnwagen. Denn ich habe so viele Vorteile durch das Zusammenfallen, dass ich einfach darauf nicht verzichten will, mir einen festen, harten Fahrradwohnwagen zu bauen. Wäre natürlich viel leichter. Da hat man diese ganzen Probleme mit diesen Übergängen nicht, mit diesen Flächen, diese Platten, die aneinander stoßen. Aber das habe ich jetzt so gelöst und ich habe es auch gemeistert. Da oben drauf wird sich nicht größere Pfützen wie jetzt bilden, denn ich habe den Fahrradcamper immer ein bisschen schräg stehen, so 2-3 Grad. Ich schlafe mit dem Kopf ganz gern ein bisschen erhöht oder ich kann den ja auch so ein bisschen kippen. Das merkt man auch gar nicht beim Schlafen und so bildet sich hier oben drauf nie eine größere Pfütze. Das läuft dann immer ab. Da reicht eine Stütze, die habe ich hier in der Mitte, die das Dach hochdrückt. Hier baucht es ein bisschen nach unten vielleicht oder das gerade, aber das reicht völlig. Also größer wie jetzt werden die Pfützen nicht. Dezemberregen statt Schnee. Auf Wiederschauen, bis zum nächsten Video. Ich freue mich, dich wieder begrüßen zu dürfen, wenn es hier um meinen Fahrradwohnwagen Phoenix geht. Ciao, ciao. Super genial, hier geht es weiter auf dem Kanal. Ja, hier erlebst du immer wieder kreative Überraschungen mit Macher Max.